G-Shock Mattman! Drei ganz neue Mattmans, richtig geil. Guckt euch das mal an, hier, dickes Paket, sind 4 Stück. Der direkte Vergleich zum Mattmaster ist auch dabei. Papa gegen Sohn. Gleich geht's los mit allen Infos, die ihr braucht. Drei Stück habe ich euch mitgebracht. Guckt mal hier mit Positiv-Display in schwarz. So sieht das ganze gute Stück aus. Schön flach, ne? Hier am Handgelenk ist natürlich immer noch ein Klopper, aber kein Vergleich zum Mattmaster. Also die hier ist eine Ecke kleiner und diejenigen unter euch, die mit den Funktionen dieser Uhr, mit der Mattman klarkommen, die müssen sich nicht zwingend den Master holen. Wobei ich ja absoluter Mattmaster-Fan bin. Die Mattman, die muss mich erst noch überzeugen, denn die hatte ich vorher so noch gar nicht auf dem Schirm. Obwohl es die schon ganz, ganz lange gibt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte bisher noch keine andere Mattman in der Hand. Keine ältere. Ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar. Casio FanMag hat hier eine schöne historische Zeitleiste aufgesetzt, wo einige Modelle der Mattmans zu sehen sind. Und die schauen wir uns jetzt mal eben an. Hier die allererste, DW 8400 von 1995. Das finde ich schon ziemlich cool. Sprich 2025 gibt es Jubiläumsuhren, Mattman. Können wir uns jetzt schon drauf freuen. Die GW 9000, schön in schwarz, sieht auch schon sehr geil aus. Und gab es auch schon mit TAF Solar. Juni 2006. G9025, die finde ich optisch hier sehr, sehr geil. Schön viel Ecken und Kanten, geiles Display-Design. Zum 25. Jubiläum sieht schon sehr nice aus, ne? 2007. GW9025, ähnliche Displayfarbe wie die vorherige, auch zum 25. Jubiläum, November 2007. G9010, erste G-Shock Mattman mit Rally-Timer-Funktion. Im Juli 2008. Dann eine G9300, Januar 2001 mit Richtungssensor und Thermosensor. Dann haben wir hier noch eine GW 9010, die finde ich optisch richtig geil. Schön orange, ganz schwer zu bekommen. Ich habe bei eBay eine gefunden, 450, $500. Allerdings aus den Staaten und gebraucht. Aber die finde ich optisch sehr nice, sehr geil, auch gerade zum Sommer. Würde jetzt zu meinem Sommeruhren-Special passen. Ja, mit Rallye-Modus-Timer und natürlich TAF Solar. Dann haben wir hier noch eine G9000 von März 2011. Und ja, da sind jetzt schon wieder rote Akzente drin und ähnliches. Aber ihr seht schon, die Designs, ja, sind sich alle treu geblieben. Das war mal ein kleiner Ausflug. Casio FanMag, danke für eure Aufstellung. Der Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch dort mal gerne in Ruhe anschauen. So, hier mal ein paar Funktionen. Der Kompass, finde ich ziemlich cool. Der legt sich dann da drüber. Seht ihr das? Und oben seht ihr, in welche Richtung ihr geht. Das haben sie cool gemacht. Gefällt mir optisch sehr gut. Barometer. Unten haben wir Höhenmesser. 521. Bin gerade im Harz unterwegs. Und hier unten haben wir Zeit und weitere Einstellungen. Dann habe ich noch die zwei anderen Modelle, die jetzt neu rauskommen.
Sind allerdings beides Sample-Modelle, wie die schwarze auch, mit dem Negativdisplay. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Aber ich zeige sie euch schon mal. Auch schwarz mit orangenen Akzenten. Die finde ich sehr, sehr nice. Sehr cool aus. Rückseite natürlich genauso wie die andere. Auch hier, wenn ich hier den Kompass drüber lege, könnt ihr das sehen? Es ist mehr so ein Grau-Orange, nicht Schwarz-Orange. Wenn man jetzt hier das schwarze Band daneben hält, das ist richtig schwarz. Das andere ist so ein dunkelgrau. Sehr nice Uhr. Wie gesagt, Sample-Modelle. Die sind ein bisschen schwach auf der Brust. Da funktioniert dann auch immer nicht alles. Aber dafür kann ich sie euch eben jetzt schon zeigen, weil die Uhren kommen ja erst viel später raus. Und dann haben wir hier noch diese Schnittchen. Schön in grün. Das ist ja meine Farbe bei der Mattmaster bisher gewesen. Wobei die Desert mir auch sehr gut gefällt, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, aber das sind so die typischen Mattmaster Farben. Mit dem Grün und gelben Akzenten. Ja. Und hier könnt ihr jetzt schon mal die Mattmaster sehen. Da gucken wir uns gleich nochmal die Details an, worin die sich unterscheiden. So, hier die grüne am Handgelenk. Auch sehr nice. Das Armband ist hier so geriffelt, das ist alles richtig fest. Also ihr merkt das auch, wenn ihr die Uhr ummacht. Das ist alles sehr fest, dass er die verliert. Das ist ausgeschlossen, will ich mal sagen. Also fast ausgeschlossen, weil ein paar Verrückte gibt es ja immer noch, die keine Ahnung, wie sie das dann machen. Das wäre tatsächlich auch mein Favorit, die grüne. Welches ist denn euer Favorit? Hier nochmal alle drei auf einmal. Ist immer ein bisschen schwierig, die gleichzeitig zu zeigen. Dunkelgrau, orange, grün oder ganz schwarz mit roten Akzenten. Was ist euer Favorit? So, und jetzt gucken wir uns mal alle Uhren von oben an im Detail und der Vergleich zur Mattmaster. So, gucken wir uns die guten Stückchen jetzt mal von oben an. Seht ihr schön das Display? Die einzelnen Drücker hier an der rechten Seite. Darth Vader, Atemloch. Und hier sehen wir die Drücker von der linken Seite. Was eben auffällt, ist, dass sie sehr schön flach ist. Dann sehen wir hier die Rückseite. Das Band ist sehr schön rau, aber auch gleichzeitig weich. Schwer zu verlieren. Band von unten. Ja. Hier die grüne Variante mit den gelben Akzenten. Finde ich auch sehr, sehr nice. Also wie gesagt, das ist mein Favorit, ganz klar. Display ist ein bisschen schwach auf der Brust, sind Sample-Modelle, wie bereits erwähnt. Ansonsten genau das gleiche wie bei der ganz schwarzen, nur eben mit grünem Band, grünem Gehäuse und Negativdisplay. So, und hier sehen wir jetzt mal Mattmaster und Mattman. Die Höhe, seht ihr das? Das ist halt schon ein Unterschied, ne? Aber ihr seht hier auch schon Lack to Lack, das sind halt andere Werte. Hier ist auch alles schön aus Metall. Hier aus Kunststoff. Hier ist noch mal ein bisschen besser geschützt, das Ganze. Seht ihr das? Wogegen es hier ein bisschen rausguckt. Tatsächlich. Seht ihr das? Das ist hier. Geht der Schutz an der Seite ein bisschen weiter raus. Auch auf der linken Seite sehen wir hier Metall verbaut bei den Drückern.
Und natürlich, ja, nicht nur digital, sondern eben auch ein analoges Display. Und das zeichnet die Uhr eben schon aus, ne? Hier sehen wir jetzt mal beide nebeneinander. Auch von der Größe, ich kriege hier gerade gar nicht alles drauf. Hier mal mit dem Positiv-Display. Die dicke, fette Mattmaster gegen die Mattman. Hier Darth Vader, Atemloch. Und das von der Mattman. Hier die Mattmaster. Das ist halt echt ein Biest, ne? Guckt jetzt mal im Vergleich die Mattman dagegen an. Ja. Aber das ist halt schon... Wie gesagt, Leute, ich bin totaler Fan. Hier auch mal die Flare Red. Die hat mich ja total gefixt, als sie rauskam. Da ist ja jede Uhr ein Unikat, weil es immer anders aussieht. Die fand ich tatsächlich sogar besser als die MTG, als die Flare Red Mattmaster rauskam. Hier jetzt noch die dunkelgraue mit den orangenen Akzenten. Auch sehr nice. Auch sehr cool aus. Wir reden hier halt auch über Preise von unter 400 €. Jetzt zeige ich euch noch die Datenblätter. Alle drei ganz kurz. Drückt die Pausentaste. Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Viel Spaß bei der Lektüre. Das waren die neuen Mattmans. 3 Stück an der Zahl. Was sagt ihr denn? Ich bin gespannt, welche euer Favorit ist oder ob es euch doch eher ins Lager wieder zur Mattmaster zieht. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Ich bin ja... Ich bleibe ein Fan der Mattmaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie ganz fett daherkommen. Bei der Mattman, ja... Auch eine geile Uhr. Ich muss sie einfach mal ausprobieren. Ich werde sie jetzt beim nächsten Mal beim Mountainbike mal ummachen, ob sie mich weniger in Anführungsstrichen stört als eine Mattmaster. Die Mattmaster hat schon immer hier und da schon gestört an meinem kleinen Handgelenk mit 17,5 cm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen gerne fragen. Und nochmal sorry für die 2 Negativ-Displays, dass sie so ein bisschen schwach auf der Brust sind. Aber das sind, wie gesagt, Sample-Modelle. Ich bin froh, dass ich sie überhaupt zeigen konnte. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne fragen. Alles unten in den Kommentaren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Gerne ein Like da lassen und ein Abo. Wir sehen uns, ne? Macht's gut. Ciao.